Hallo, Hallo. Wir sind Piranhas. Das sieht hier so anders aus, ne? Ja, woran liegt das? Weil wir zu Hause sind. Ominöses, wie nennt man das? Homeoffice, ne? Also das ist hier zu Hause, bei uns zu Hause. Genau. Ja, und wir wollten mal von uns hören lassen, weil das ja auch super spannende Zeit ist jetzt. Mhm. Oder auch nicht, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber es halt irgendwie viele Fragen kommen und die fragen uns die Leute, was macht ihr jetzt eigentlich? Ja, we keep on. Ne? So sieht's aus. Wir machen weiter. Wie sieht denn das aus mit dem Weitermachen? Naja, gut, es ist jetzt viel ausgeflogen, sagen wir mal, ne? Also es gibt die meisten bei uns in der Firma, die sind jetzt nicht mehr in der Firma. Ich zum Beispiel. Ich mache jetzt komplett Homeoffice. Jetzt war ich ausnahmsweise mal 2 Wochen krank, aber ab heute geht's wieder los. Und ja, jetzt du fährst ab und zu noch mal hin, bist dann allein auf weiter Flur, ne, da im Büro. Ja. Aber Pro Raum sitzt da einer. ja, und so vermeidet man, dass man sich begegnet. Ne? Kontakt beschränkt halt, ne? Genau. Und ja, die anderen sitzen zu Hause an ihrem Computer und machen weiter. Das Gute an unserem Job ist ja, dass wir im Grunde genommen einen vernünftigen Computer brauchen und dann trotzdem weiterarbeiten können. Das heißt, ja, natürlich arbeiten wir auch weiter an unserem Spiel und machen das dann halt von zu Hause aus. Oder wie wir hier jetzt gerade machen, eine Videoaufnahme aus dem Büro, kann man so sagen. Ist im ne? Homeoffice, ja. Ja. Genau, richtig. Ja, hatten wir uns lange überlegt, wie wir es machen wollen, ne? Ob wir uns draußen hinsetzen wollen oder irgendwie sowas, aber hier hat das irgendwie am meisten Sinn gemacht. Ja. Wir sind mit der Kernfamilie zu Hause. Das heißt, die Oma kann jetzt nicht auf die Kinder aufpassen, das müssen wir selber machen. Ja. Ne? Und und die Kinder können halt momentan nicht zur Oma, so wie bei allen Leuten jetzt momentan. Ja, ist ein ne? bisschen unglücklich natürlich, aber momentan sind sie beide beschäftigt und es geht. Mal gucken, wie lange das anhält. Ja, das wird bestimmt noch mal lustig. Mhm. Ja. Schauen wir mal. Naja, also Piranha Becken TV hätte ich ja auch alleine aufnehmen können. Ne? Alleine im Büro da oben, aber irgendwie zu zweit ist das schon irgendwie cooler, ne? Oder? Ja, da kann man sich wenigstens unterhalten. Kann man sich wenigstens unterhalten. So, ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine turbulente Zeit zwischen Kontaktverbot und Ausgangssperre irgendwie. Ob es noch schlimmer wird oder nicht, wissen wir nicht. Ja, wie machen wir das denn? Das heißt also, wir sind etwa 30 Leute, ein bisschen mehr bei Piranha Bytes. Und die meisten sind, wie wir gerade schon sagten, im Homeoffice. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Das heißt also, diese trubeligen Sachen, die sind eigentlich gar nicht mehr da. Das heißt, es geht nicht ständig die Tür auf und jemand möchte halt von einem irgendwas wissen oder irgend sowas. Ja? Mhm. Das funktioniert sehr gut. Und ich habe das, also man kann konzentrierter arbeiten, kann man da sagen, so, ne? Weil man halt weniger gestört wird. Und wie wir dieses Homeoffice genau machen, das erklären wir nochmal in einer anderen Folge irgendwie, ne? So machen wir das. Ja, aber die interessante ist, wie machen wir jetzt weiter wie geplant oder nicht? Das ist ja das, was die Leute interessiert. Ja. Was gibt's denn jetzt als nächstes von uns? Ja, also da wir natürlich genauso wenig wie ihr in die Zukunft gucken können, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt, machen wir einfach erstmal genauso weiter wie vorher. Das heißt, wir haben unsere Pläne, wann wir mit was fertig werden wollen und arbeiten einfach strikt weiter aufs Ziel zu und haben da noch gar nichts umgeschmissen. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, so dass wir durch diese Erkrankungen jetzt auch nicht in irgendeinen Verzug geraten oder sowas in der Art. Und wir hatten mal angekündigt, dass wir dieses Jahr ein Announcement planen für unser aktuelles Projekt. Auch darauf arbeiten wir weiter zu. Und wie das genau aussieht, das hätten wir auch so nicht sagen können, weil dazu gehört ein vernünftiger Marketingplan. Und dann werden wir das ausarbeiten und dann quasi gucken, wie ein Announcement in welchem Rahmen und mit welchen Sachen, da haben wir natürlich schon ein paar Ideen, aussehen kann und erzählen euch das dann, wenn es soweit ist, denn davon sind wir noch ein bisschen entfernt und müssen noch ein bisschen an der Sache selber arbeiten, damit wir euch was Schönes zeigen können, wenn es fertig ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt durch die Sache Wochen verlieren oder sowas, ne? Aber es hat schon seine Impacts, ne? Das heißt also, die Kommunikation untereinander über Teamspeak oder sonstige Geschichten funktioniert eigentlich ganz gut, aber man spricht sich ab irgendwie und dann hat man mal irgendwie eine Zwischenfrage und so weiter, ist etwas pomadiger geworden. Ja. Ne?
Und man kontrolliert sich auch gegenseitig nicht mehr so. Das heißt also, man kann dem anderen nicht auf den Rechner gucken. Welche Konsequenzen das tatsächlich hat für den Einzelnen, ob der jetzt irgendwie nur YouTube guckt oder irgendwie, das werden wir dann sehen anhand des Ergebnisses. Bisher sieht es ganz gut aus. Ja. Haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl und ja. Dann gibt's dann irgendwann ein Announcement. So, wenn man an Announcement denkt und an eine große Veranstaltung und an Games und hast du nicht gesehen, kommt man unweigerlich nicht um die Gamescom drumherum. Und die Frage ist ja, sind wir auf der Gamescom? Die Frage ist, gibt es überhaupt die Gamescom? Ja. Ja. Die letzten Informationen, die wir haben, ist, es arbeitet alles und alle, die wir kennen, auch weiterhin auf die Gamescom zu. Ja. Jetzt wissen wir natürlich, die Gamescom ist eine Veranstaltung mit über 360.000 Menschen aus aller Welt auf einem Fleck. Das wäre momentan völlig undenkbar. Ob sich das bis dahin so radikal ändert, dass die Gamescom stattfinden kann, wissen wir nicht. Also hoffen wir das Beste, dass irgendetwas passiert, ja, und sich unsere Lage verbessert. Ja, wir wünschen euch alles Gute, Gesundheit und bleibt zu Hause. Ja, richtig. Wir machen es auch. Und ihr findet uns auf jeden Fall, trotz allem, wie gewohnt, montags hier. Ja. Ja, dann hast du nur noch eine Community-Frage gehabt. Ne? Ja, bestimmt, ja, habe ich hier. Guck doch mal, hier der schlaue Zettel da. Community-Sektor. Schmeiß ich ja immer in die Kamera, mal gucken, ob ich das hier auch kann. So, die erste Frage, die kann ich gleich überspringen eigentlich, ist durch die aktuelle Krise und die Veröffentlichung und Bekanntmachung eures Projektes gefährdet. Kann man so nicht sagen, wenn ihr das richtig aufgefasst habt. Wie geht es euch in der Firma aktuell? Es sind momentan tatsächlich alle gesund. Ja. Also bei uns ist niemand betroffen und ich hoffe, das bleibt so und es geht allen soweit gut. Ja, dann springe ich mal rüber zur nächsten Frage. Björn, wo sind deine Ringe hin? Ab und zu habe ich sie mal auf, ab und zu nicht. Das ist der Ehering und ich stehe ja auf Mannequins, ne? Auf Totenköpfe. Ja, einen habe ich immer irgendwie dabei. Manchmal habe ich welche, manchmal nicht. Je nachdem, ob ich Bock habe oder so. Alles klar. Wir hoffen, dass wir damit eure Fragen erstmal beantwortet haben. Und wenn noch was ist, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche. Das heißt, Piranha Bytes. Bleibt gesund. Das ist immer so, der kleine Furzilla da unten, ne, der geistert so rum, ne, weil unsere Tochter, die weiß nicht so genau, ob wir noch da sind oder nicht. Mama, wo bist du?